Wir waren Anfang Juni auf dem Technik- und Gourmetmarkt in Klüsserath auf dem Stellplatz. Und dort habe ich was gesehen, was ich ganz interessant fand. Und darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben hier auf diesem Treffen Antje und Willi kennengelernt. Und Antje bietet ein Produkt an, das mich interessiert hat. Und da ich die Kamera dabei hatte, habe ich das Ganze aufgezeichnet. Ja, und jetzt möchte ich euch das zeigen, was Antje mir da alles erklärt hat. Am Anfang dachte ich, weil es sich um ein elektronisches Gerät handelt, dass Willi da der Ansprechpartner ist und dafür zuständig ist. Das war aber falsch. Schatzi, komm mal schnell. Ein schnell ist ein bisschen. Nee, steht ja schon da. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte dem Hartmut gerade erklären, wie das Ding funktioniert, und jetzt will er dann aber filmen. Da habe ich gesagt, da muss das meine Frau machen. Ja. Besser. Die ist nämlich die. Ja. Sonos Antje. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Antje. Ja, ich habe gerade kurz mit deinem Mann schon gesprochen darüber. Ja, das ist ein Luftreinigungssystem, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und ja, aber Näheres jetzt bitte von dir. Was erzähl also uns das ist ein mobiler Luftreiniger. Ja. Er desinfiziert die Raumluft und eliminiert alle Gerüche, Viren, Keime, alles, was in der Luft nichts zu suchen hat. Aha. Und das Schöne daran ist, dass er mobil ist, und in der Camping- und Wohnmobilbranche hat es sich bereits bestens etabliert. Weil wir kochen im Wohnmobil, wir haben Hunde im Wohnmobil, wir selber produzieren natürlich auch Gerüche, wir haben die Aerosolfette, die sich auf die Küchenmöbel bzw. im Wohnmobil auf die ganzen Möbel niederschlagen. Und das eliminiert er, bevor das passiert. Das heißt, er spaltet die auf, die zerfallen zu Hausstaub und werden dann beim Abstauben oder Staubsaugen aufgenommen. Und somit haben wir da kein Problem mehr damit. Ja. Okay. Das Gerät wird mit Strom betrieben? Ja, genau. Das wird hier ganz normal mit dem 220 Volt und verbraucht aber nur 14 Watt. Ah ja, das ist ja sehr wenig. Ja, genau. Mhm. Und dann reicht ein Gerät jetzt für so ein Wohnmobil oder wie viel? Genau. Also es gibt 3 verschiedene Stärken. Das ist jetzt, die sind alle gleich groß. Die haben nur hinten drin in der Lampe ist eine andere Beschichtung. Und fürs Wohnmobil ist der kleinste, der AC1, vollkommen ausreichend. Also der macht innerhalb, wenn man anfängt zum Kochen und ist dann fertig, dann dauert es circa eine halbe Stunde, dann ist der Raum wieder clean. Ah ja. Ja, genau. Und Thema Hunde, man weiß es, wenn die Hunde von draußen reinkommen, dann haben die ihren muffigen Geruch, was sie mitbringen. Das kann nicht jeder vertragen. Da ist es auch so, dass er das in kürzester Zeit aufspaltet und die Gerüche weg sind. Ah ja. Ich sehe gerade Made in Austria, also österreichisches Unternehmen. Genau, ein österreichisches Unternehmen wird dort produziert und das ist denen auch ganz wichtig. Das Unternehmen ist seit 2017 auf dem Markt. Ein Innenarchitekt hat das Gerät erfunden. Er hat gesagt, ich möchte weg von der Dunstabzugshaube, weil im Endeffekt setzt die sich zu mit Staub und Fett und es ist immer eine riesen Sauerei, das sauber zu machen. Und er hat sich die Wassertechnik angeguckt, da kennt man das auch schon, dass man da mit Ozon die Wassertechnikanlagen desinfiziert und sauber hält. Und dann hat er den Ozonos entwickelt und hat gesagt, das ist für mich die Lösung in der Küche. Ah ja. Das heißt, wir haben keine Kochgerüche mehr, keine fettigen Oberflächen mehr. Und er ist kleiner, kann überall stehen. Das Schöne ist, dass nicht die ganze Raumluft durchs Gerät muss, sondern das Ozon, das hier drin produziert wird, auf ganz natürliche Art und Weise, die ist eine UVC-Leuchte innen drin, wie die Sonne auch, produziert das dritte Molekül, das heißt dann, wir haben O3. Das Ozon geht hier raus und verteilt sich im ganzen Raum. Ah ja. Das heißt, das Gerät kann jetzt zum Beispiel im Wohnmobil vorne auf dem Cockpit stehen oder daheim in der Küche, auch irgendwo auf dem Küchenschrank, weil das Ozon im ganzen Raum ausgeströmt wird. Ah ja. Das geht auch in die Polster, geht hinter die Möbel überall hin. Das heißt, wir haben hier auch die Milbenthematik, die er eliminiert. Gerade für Allergiker ein großes Thema. Die ganze Pollenthematik und eigentlich alles, was in der Luft nichts zu suchen hat. Dieses Gerät würde auch reichen für eine Küche oder muss ich dann ein anderes Gerät? Das kommt drauf an. Also das kleine Gerät reicht ca. bis zu 50 Quadratmeter. Ja. Und alles, was größer ist, würde ich den Plus empfehlen. Der ist 2,5 Mal so stark. Und dann gibt es noch den Pro, der ist 5 Mal so stark wie das normale Gerät. Der wird eigentlich nur in der Aufbereitung verwendet. Man kennt in der Fahrzeugaufbereitung, dass man da auch mit Ozon arbeitet.
aber das sind die Ozongeneratoren, die man verwendet. Das unterscheidet aber unseren Ozonus ganz gewaltig, weil wir hier einen Ozonwert haben, der in einer ganz natürlichen Dosierung ist. Das heißt, für Mensch und Tier vollkommen ungefährlich. Ah, ja. In der Wohnmobilbranche, in der Vermietung hat er sich total etabliert, weil die Wohnmobilvermieter sagen, ich stelle den geschwind rein eine halbe Stunde, meine Putzkolonne kann trotzdem rein, kann das Wohnmobil reinigen und eine Stunde nachdem das Fahrzeug reingekommen ist, kann es schon wieder in die Vermietung gehen. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Und er macht auch nichts mit den Oberflächen, anders wie beim Generator. Da hat man immer die Gefahr, dass die Oberflächen angegriffen werden, weil die Weichteile rausgezogen werden von dem Ozon, weil die Belastung so stark ist, so hoch ist von dem Ozon. Und das bleibt uns hier alles erspart. Ja. Wo kann ich denn so ein Gerät kaufen oder wird das jetzt über dich jetzt vertrieben hier oder in Deutschland? Oder? Ich mache den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe die Distribution für den Camping- und Freizeitbereich. Ja. Man kennt mich im Internet schon, einige unter dem Namen Ozonus Antje. Ach so. Wo ich auch in allen Medien zu finden bin, ob das Social Media ist oder meine Homepage, da ist auch der Shop drin. Ja. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich suche immer den persönlichen Kontakt, weil mir ist es ganz arg wichtig, dass auch jeder Kunde das richtige Gerät für sich findet. Ja. Wir sind hier auch etwas in einem hohen Preislevel und da muss man auch natürlich dazu sagen, warum das so ist. Ja. Und das Gespräch zeigt mir immer wieder, dass es wichtig ist, mit dem Kunden persönlichen Kontakt zu haben. Das heißt, du hast eine Internetseite, genau, die kann man aufrufen und dort kann man auch dann bestellen. Genau. Ja, okay. Da sind alle Informationen drin über den Ozonus und da ist auch eine Möglichkeit, Kontakt mit mir aufzunehmen. Man kann einen Termin buchen, wo wir persönlich telefonieren oder uns auch treffen, je nachdem, wo ich bin. Ja. Auf den Campingplätzen bin ich halt viel unterwegs, auch um Ozonus zu präsentieren, weil es auch noch ein recht junges, innovatives Unternehmen ist. Ja. Und ich da einfach schaue, dass ich die Leute informiere. Jetzt sagst du uns auch was zum Preis. Also das kleine Gerät kostet 1.099 €. Ja. Da muss ich dazu sagen, dass wir 2 Jahre Entwicklungszeit dazu hatten. Ja. Wir haben alle TÜV und CE-Zertifizierungen. Wir haben die Haushaltsgeräte-Zertifizierung, das ist die strengste, die es gibt. Das heißt, das Gerät ist so unbedenklich, dass ich den Säugling daneben legen könnte und es würde ihm nichts passieren. Ja. Ja, und das war uns einfach wichtig, weil es immer wieder das Thema Ozonus gab. Oh weia, ja nicht, ist da Ozon, ist gefährlich, bist du verrückt, was du da machst? Nein. Wir haben hier ein Gerät, das ist vollkommen unbedenklich für Mensch und Tier. Und das haben wir aus dem Labor mehrfach belegt und können damit auch wirklich punkten und das wertschätzen die Menschen auch, dass sie sagen, wir haben hier ein Produkt, ich kann das ins Wohnmobil stellen oder zu Hause oder wie auch immer und kann es rund um die Uhr laufen lassen, ohne dass ich Probleme damit bekomme. Ja, jetzt sind wir bei euch im Mobil und du hast das Gerät hier. Ist es fest eingebaut oder? Das ist hier fest platziert. Ja. Das geht nicht weg. Das ist hier fest auf dem Schlitten drauf. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte es jetzt zu Hause nutzen, dann kann ich mit einer kleinen Schraube das Gerät vom Schlitten runternehmen. Dann sind 4 Gummifüße unten dran und dann kann ich es freistellen. Ja. Man kann das Gerät auch mit dem Schlitten zum Beispiel an der Wand hängen, oben im Mobil oder je nachdem, wo man es braucht, zu Hause. Ja. Das ist die Mobilität, der wiegt nur 2,5 Kilo. Und von dem her ist der schnell unterm Arm ins Haus getragen. Ja, und der läuft jetzt bei euch immer, oder wie? Nein, nein, der läuft jetzt morgens, wenn wir aufstehen, sagen wir, komm, wir lassen den jetzt mal so eine Stunde laufen, dann ist er wieder aus. Wenn wir heute Mittag jetzt sagen, wir kochen hier drin, wetterbedingt, draußen geht es nicht, wir grillen natürlich auch gerne, dann schalte ich den ein, bevor ich anfange zu kochen und dann läuft er bis zum Ende der Kochzeit. Ja? Ah ja. Und dann ist auch dann nach dem Essen ist der Raum schon wieder clean. Ja? Also er nimmt sich den Gerüchen an. Weil das sind meistens Eiweißmoleküle, die Gerüche, und er spaltet die auf. Das heißt, die Zelle wird wie so aufgespalten, zerfällt und somit haben wir die Gerüche los. Ah ja. Das macht er auch mit Tiergerüche, man hat hier mal die Abwassergerüche, einfach alles, was in der Luft nichts zu tun hat und was natürlich auch ein großes Thema ist, die Viren- und Keimthematik und die Allergene. Ja. Für Allergiker jetzt in der Zeit, im Frühling ist es eine ganz krasse Geschichte. Oder auch die Milbenallergien in den Polstern. Ja, die ja auch eliminiert, ob das jetzt die Sitzpolster sind oder im Bett die Matratzen. Ja. Ja. Erzähl uns noch mal kurz was. Also noch ein bisschen was zur Technik. Ja, genau. Hier ist ein Schlitten bei, Ja. den kann man fest montieren. Ja. Ja? Und damit ist er im Wohnmobil auch völlig safe, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Und wenn ich das Gerät jetzt nach draußen nehmen will, in die Küche oder ins Haus, Ja. dann ziehe ich den einfach hier runter. Ah, ja. Und dann steht der schön auf Gummifüßchen und dann kann ich ihn zu Hause ja. lose hinstellen. Weil zu Hause, da wackelt ja nichts. Im Nee, Wohnmobil ist das ein bisschen anders. anders. Ne? Ja, ja. Genau. Ah. Somit ist der multifunktional einsetzbar. Ja, genau. Genau. Ja, Antje, danke für deine Ausführung. Danke. Freut mich und vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ganz sicher, ganz sicher. Also alle Kunden, die ich bis jetzt habe, die sind happy und sind ganz
ganz begeistert, auch für die Allergiker ein großes Thema. Ja. Und ja, es würde mich freuen, wenn es noch weiter in die Welt getragen wird. Okay, danke. Danke dir, Marco. Tschüss. Tschüss. Das waren jetzt einige Informationen zu einem Luftreiniger. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.